Hey Rabbits, Trixie hier und heute soll es um Gedanken gehen, die wir alle im Alltag immer mal wieder haben und von denen wir eigentlich wissen, dass es richtig dumme Ideen sind. Gedanken, die zum Beispiel aus Faulheit entstehen oder weil wir etwas gerne wollen und dann nisten sie sich ein in unseren Öhrchen wie Flöhe. Nisten sich Flöhe in Ohren ein, ich weiß es nicht. Und man denkt sich, ach komm, ich versuche das jetzt. Und dann geht natürlich alles schief und man sitzt da nur. Eigentlich wusste ich das vorher. Falls es euch auch so gehen sollte, lasst euch sagen, ihr seid nicht allein. Hier kommt meine Best-of-Liste der Gedanken, von denen wir eigentlich wissen, dass es richtig dumme Ideen sind und wir machen es trotzdem. Oder Gedanken, mit denen wir uns quasi selber so ein bisschen anlügen. Los geht's. Alles auf einmal tragen, statt einfach zweimal gehen. Alles okay, ich krieg das alles noch einmal. Ganz vielleicht kommt das ja dem einen oder anderen bekannt vor. Man ist in einem Zimmer und muss ganz viele unterschiedliche Dinge in ein anderes Zimmer bringen. Und man könnte einfach zweimal gehen. Aber das wäre ja langweilig. Und man muss zweimal genau das Gleiche machen. Und es würde viel zu viel Energie kosten. Die Wahrheit ist, dass man wahrscheinlich viel weniger Stress hätte und viel schneller fertig wäre, würde man wirklich zweimal von einem Zimmer ins andere laufen. Aber dann kommt ja eben dieser kleine, fiese Gedanke und sagt dir, ne, du machst das alles auf einmal, denn du bist eine coole Sau. Es dauert allgemein länger, man hat mega Stress, alles zu balancieren und irgendwie voranzubringen. Und vielleicht geht sogar irgendwas zu Bruch. Aber das war's wert. Ob ich das mit den Zähnen aufkriege? Ja, auch das passiert mir immer mal wieder. Ich versuche vergebens, irgendwas mit den Händen aufzuknibbeln. Und dann kommt immer dieser Gedanke, versuch es doch mal mit den Zähnchen. Und ja, Zähne sind ein starkes Werkzeug, aber sie sind auch sehr wertvoll und wir sollten sie nicht an irgendwelche Küchenutensilien und Verpackungen verschwenden. Kennt ihr das noch von früher, wenn manche Mitschüler so einen halben Schneidezahn weggebrochen hatten und das dann die coolen Kids waren, weil die irgendwie im Wald hingefallen waren oder einen Fußball mit ihrem Mund gefangen hatten? Ja, so als Kind galt man dafür vielleicht als echter Abenteurer. Im Erwachsenenalter ist es aber eher so, vor allen Dingen, weil die Geschichte dahinter dann ja auch nicht mehr so spektakulär ist. Tante Trixie, was ist denn passiert? Dir fehlt ja ein halber Schneidezahn. Ja, mein Schatz, die Tante Trixie hat versucht, eine Thunfischdose mit ihrem Mund aufzumachen. Nur ein YouTube-Video, dann lerne ich sofort weiter. Ha, super. Schon eine halbe Stunde gelernt. Jetzt habe ich mir ein YouTube-Video verdient. Mal gucken. Aber nur eins. Danach lerne ich sofort weiter. Ich glaube, jeder, der den Satz nur ein YouTube-Video sagt, hat automatisch gelogen. Ich glaube, es ist noch niemals passiert, dass danach wirklich nur ein einziges YouTube-Video geschaut wurde, denn wir alle wissen, wie das ist. Vielleicht war es ein lustiges Hundevideo oder eine Dokumentation oder ein Cartoon. Was es auch war, ist es nahezu unmöglich, den ganzen Sachen zu widerstehen, die einem danach vorgeschlagen werden. Oh, davon gibt es noch einen Teil 2. Na, das geht ja immer noch als ein Video durch. Dasselbe gibt es auch mit Katzenbabys. Das muss ich auch noch gucken. Oh, Vsauce hat auch ein neues Video hochgeladen. Das könnte mir ja sogar beim Lernen helfen. Davon werde ich mich bestimmt inspiriert fühlen. Das klicke ich auch noch an. Okay, das war jetzt das eine Video, aber mein Kaffee ist ja noch gar nicht alle. So lange bleibe ich jetzt auf jeden Fall noch auf YouTube. Sehr ähnlich hierzu, aber bezogen auf den kleinen Hunger zwischendurch. Ach komm, ich gönne mir ein Stück Schokolade. Oma hat mir eine ganze Schachtel Pralinen geschenkt. Heute war so ein anstrengender Tag. Ich glaube, ich werde mir eine gönnen. Aber nur eine. Die sind schließlich was ganz Besonderes. Ich bin hässlich und fett. Oh ja, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit habe ich manchmal so Tage, da könnte ich die ganze Zeit nur essen. Und zwar keine gesunden Sachen, sondern Schokolade, Chips, Popcorn, Erdnüsse, Käsekräcker, Gummibärchen und so weiter und so fort. Immer abwechseln. Salzig, süß, salzig, süß, salzig, süß. Und ja, auch ich sage mir dann immer wieder, aber nicht übertreiben, du isst nur ein Stück und dann ist Schluss. Und wir wissen alle, dass das meistens eine Lüge ist, denn sobald diese wunderschöne Packung auf ist und man diese leckeren Sachen riecht und das erste Stückchen probiert hat, gibt es zumindest für mich kein Halten mehr. Seid ihr da willensstärker? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und zum Schluss meine absolute Nummer 1 der Gedanken, die immer eine dumme Idee sind. Ich werde mal meine Symptome googeln, um zu gucken, ob ich ernsthaft krank bin. Mal sehen. Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Supergugelitis? Absolut tödlich? Ich glaube, es ging uns allen schon mal so, dass wir uns einfach nicht so wohl fühlen und aber trotzdem nicht sagen können, was uns eigentlich fehlt. Ein bisschen Husten hier, tränende Augen da, juckende Kniekehlen, ein verstauchter Bauchnabel. Und irgendwann sind wir einfach verzweifelt und denken uns, was ist denn das? Und dann kommt er ins Spiel, Dr. Google, der uns grundsätzlich nicht die Angst nimmt, sondern alles noch viel, viel schlimmer macht, indem er uns prognostiziert, dass wir sehr, sehr bald sehr elendig versterben werden. Diese meist völlig harmlosen Symptome, die man dann für sich selber eingibt, stimmen dann plötzlich
sich zufällig mit den schlimmsten Krankheiten der Welt überein und man ist überzeugt, dass man genau das hat. Aber wenn man dann tatsächlich zum Arzt geht und in diesem Wartezimmer sitzt und sich denkt, dies sind jetzt die letzten Minuten, bevor ich von meiner schockierenden Diagnose erfahre, sagt er nur, jupp, das ist eine Erkältung. Viel trinken, nicht? Und halt eine Wärmflasche oder so. Tschüss! Und dir fällt einfach mal so ein mega fetter Stein vom Herzen, weil du merkst, dass Dr. Google dich nur verarscht hat und dass du wieder wirst. Deshalb googelt niemals eure Symptome. Entweder ihr erfahrt nur etwas, was ihr sowieso schon wisst, oder ihr macht euch unnötig wahnsinnig. Und der Arzt kann euch viel besser sagen, was ihr habt und was ihr dagegen tun könnt. Aber zugegeben, ich bin auch schuldig. Immer wenn ich was habe oder jemand in meiner Familie etwas hat, google ich erstmal flink drauf los und bereue es nachher jedes Mal. Super Googelitis, oh nein, meine Hände werden sich in Tentakeln verwandeln. Das war sie, meine persönliche Best-of-Liste der Gedanken, die eigentlich nur Lügen an uns selbst sind oder richtig dumme Ideen. Welche anderen Gedanken fallen euch noch ein, die unbedingt auf diese Liste gehören? Schreibt sie unten in die Kommentare. Ich glaube, wir können da eine lustige kleine Sammlung anlegen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video hier Spaß gemacht hat. Wenn ihr noch ein weiteres deutsches Video von mir schauen wollt, dann findet ihr hier eins. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch auf Twitter, Instagram oder Facebook folgen oder meinen Kanal sogar auf Patreon unterstützen. Das würde wirklich ganz viel für mich bedeuten. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Däumchen oben da und kommentiert fleißig und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!